Hallo liebe Zuschauer, heute in meinem Video möchte ich euch zeigen, wie man so ein Bienenkörbchen häkelt. So sieht das aus. Abmessungen Durchmesser 13 cm und die Höhe ist 12 cm. Materialien, die ich dafür benutzt habe: T-Shirt-Garn von Firma Bobillon. Das ist der Rest von der ganzen Knäuel. Cotton-Cord 3 mm in Schwarz und Weiß für die Flügel. Außerdem kann man Augen selber häkeln oder diese sind 15 mm Durchmesser. Also das sind Sicherheitsaugen. Irgendwelche herkömmliche Wolle für Herzchen. Häkelnadel Nummer 3, 5, 7, 8. Eine Wollnadel und die Maschenmarkierer. Bei diesem Körbchen werde ich jede Reihe mit einem Endstück abschließen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man das macht, auch ohne Endstück. Ich habe extra ein Video dafür. Schauen Sie bitte unten in der Beschreibung, steht Link. So, hier habe ich jetzt 1 Meter Ende gelassen und ab dieser Stelle Häkelnadel Nummer 8. Ein Amigurumi-Ring und in diesem Ring häkelt man 6 feste Maschen. Passen Sie auf, nicht, dass ihr mit Endstück häkelt. Also noch einmal Amigurumi-Ring. Zählen Sie nach. Oben soll es 5 Maschen sein und unten sind 6 V. Die Maschennummer 6 für oben verbinden wir jetzt. Ziehen Sie dieses Endstück ganz fest. Bei der letzten Masche vorsichtig Faden rausziehen und diese Masche mit Endstück abhäkeln. Ganz rausziehen. Dann hier vorne unter diese 2 Faden diese Ende durchziehen und dann wieder zurückbringen auf der Stelle, wo es rauskommt. Drehen Sie so rum unter diese 2 Faden wieder zurück. Reihe abgeschlossen, jetzt oben sind 6 Maschen. Weiter nehme ich Häkelnadel Nummer 7 und häkeln mir Reihe Nummer 2. Jede Masche wird verdoppelt. Wir häkeln Strickstichmuster. Schauen Sie, wo diese Ende rauskommt. Das ist die erste Masche. In die Mitte von die 2 Faden. Hier komme ich raus. Hier ist nur ein Faden hinten. Masche rausziehen. Passen Sie auf, dass diese schöne Seite wieder nach vorne zeigt. So, bei der nächsten Masche wird hinten auch schon 2 Faden sein. Also schauen Sie, hier sind 2 Faden und hinten sind auch 2 Faden. Jede Masche wird verdoppelt. Am Ende von dieser Reihe sind 12 feste Maschen.
Zählen Sie nach, es soll oben 11 Maschen sein und die Maschennummer 12 jetzt verbinden wir. Diese letzte Masche vorsichtig rausziehen und mit Endstück durchziehen und die ersten 2 Faden hier durchziehen und verbinden wir. Reihe Nummer 3 wird jede zweite Masche verdoppeln. Ich fange immer bei dieser Verbindungsstelle an, da ist nur ein Faden. Ich gehe da rein, häkle ich direkt eine Zunahme. 2 Stück an einer Stelle. Nächste wird einzelne Masche sein, dann wieder Zunahme. Häkeln Sie bis zu Ende, abwechselnd 2 Maschen, dann eine. Am Ende von dieser Reihe soll es oben 18 Maschen sein. Jetzt aktuell sind 17. Die Maschennummer 18 verbinden wir. Ich sage noch einmal Verbindung. Letzte Masche rausziehen. Mit diesem Endstück durchziehen unter diese 2 Faden. Und wieder zurück, wo es rauskommt. Abgeschlossen. Jetzt sind 18 Maschen. Die nächste Reihe wird jede zweite Masche verdoppeln. Also ich fange immer bei dieser Stelle an. Und direkt häkle ich 2 Maschen hier. Die nächste wird 2 einzelne sein, dann die nächste Zunahme. Häkeln Sie so bis zu Ende von dieser Reihe und am Ende soll es 24 dann Maschen sein, inklusive diese letzte Abschlussmasche. Die nächste Reihe Nummer 5 wird zwischen Zunahmen 3 einzelne Maschen sein und am Ende von dieser Reihe zählen Sie nach 30 feste Maschen. Also Zunahme immer bei allererste, 2 Stück. Dann die nächsten 3 Maschen sind einzelne und wieder Zunahme. Reihe Nummer 5 ist die letzte Reihe für mich. Wer mag weiter größere Körbchen häkeln? Einfach nach dem Schema mit jeder Reihe eine Masche zwischen Zunahmen mehr. Also das in der Reihe Nummer 6, dann kommt zwischen Zunahme 4 einzelne Maschen. In der Reihe Nummer 7, dann 5 und so weiter. So, jetzt häkeln wir Wände hoch. Und zwar ganz einfach, erste Reihe Wand hoch, Masche in Masche. In die Mitte von dieser V, jede einzelne Masche. Und Reihenverbindung genau dasselbe. So sieht das aus. Es steigt schon langsam hoch. Ich mag meine Bindchen ein bisschen pummeliger haben. Deswegen in der nächsten Reihe häkle ich noch 3 Zunahmen. Zwischen Zunahmen sind 9 Maschen.
Wer mag einfach geradeaus häkeln, macht keine Zunahmen. So, einfach in die markierte Stelle 2 Maschen in einer Stelle. Alle anderen sind einzelne. Die nächsten 2 Reihen häkle ich einfach ohne Zunahmen, Masche in Masche. Also genau zu sagen, jetzt sind 7 Reihen, Reihe Nummer 8 und 9. 9 Reihen sind fertig. Weiter möchte ich 2 Streifen mit Kettmaschen hier häkeln. Erst nach der Reihe Nummer 5 auf diese Ebene und dann nach 2 Reihen hier. Ich nehme Häkelnadel Nummer 5 und Garn ist Cotton Cord 3 mm. Ich gehe hier nach der 5. Reihe. Masche rausziehen. Lassen Sie hier ein bisschen Garn. Dann am Ende kann man es verknoten. Dann direkt in die nächste Masche in die Mitte hier. Rausziehen, durch diese ziehen. Dann in die nächste, gleicher Abstand, dann wird einfach Kettmaschen durchziehen. So sieht dann das aus. Hier bei der letzten Masche schneiden Sie schwarze Garn ab. Und wir verbinden unter diese ersten 2 Faden, Ende durchziehen und auf die andere Seite, wo es rauskommt, auch durchziehen. So ist abgeschlossen. Diese 2 Enden verknoten. Wir machen auch vernähen. Aber ich mache ganz fest Knot und schneide ich ab. So, erst ist fertig, Streife da. Die nächste 2 Reihen Abstand und auf diese Ebene auch eine Streife häkeln. Die nächsten 4 Reihen einfach mit Gelb weiter häkeln, Masche in Masche. 13 Reihen sind fertig. Nach der 9. Reihe, also im Abstand zu dieser Streife, habe ich noch eine gehäkelt, also mit Kettmaschen, genau dasselbe wie hier. So sieht das aus und jetzt alle letzte Reihe, da mache ich Abnahmen. Ich habe markiert, zwischen markierter Stelle sind 10 Maschen und jetzt zeige ich, wie häkelt man Abnahme. Erstmal habe ich hier 2 feste Maschen. Also markierte Stelle und die nächste ist eine Abnahme. Man häkelt erste, dann direkt geht man in die zweite und alle 3 auf einmal abhäkeln. Dann weiter einzelne bis zur nächsten markierten Stelle und da ist genau dasselbe, eine Abnahme. Und zum Schluss häkle ich diesen Rand noch mit Kettmaschen um, unter die 2 Faden oben, durchziehen, dann zu der nächsten, durch diese, dann die nächste, bei der letzten Masche Garn abschneiden, Ende rausziehen, unter diese 2 Faden durchziehen und wieder zurückbringen, wo es rauskommt, auf die andere Seite. Ist abgeschlossen. Diese 2 Enden durch mehrere Maschen runterziehen, verstecken und auch vernähen. Weiter häkeln wir da oben Hörnchen. Also ich nehme schwarze Farbe. Schauen Sie, hier
Das ist Kettmaschen von vorne. Dann diese 2 Faden. Unter diese erste Faden gehe ich rein. Dann direkt bei der nächsten erstmal Kettmaschen. Dann auf beliebige Stelle anhalten und Luftmaschenkette häkeln. Also die Höhe können Sie selber bestimmen, wie groß das sein soll. Ich habe 9 Luftmaschen gemacht. Jetzt häkle ich runter. Und zwar drehen Sie rum. Hier ist ein Faden. Hinter diesem Faden häkle ich direkt bei der ersten eine Kettmasche durchziehen. Dann bei der nächsten. Und so weiter. Alle Kettmaschen durch. So sieht das aus. Verbinde ich in die gleiche Stelle, wo es schon gehäkelt war, damit das fester steht. Einfach Kettmasche, dann die nächste Kettmaschen bis zur nächsten Hörnchen. Ich habe 6 Kettmaschen hier gehäkelt und das jetzt das gleiche, 9 Luftmaschen und 9 Kettmaschen zurück dann. Verbinden dasselbe, die gleiche Stelle hier, fest durchziehen. Dann weiter, bis man den ganzen Rand mit Kettmaschen umhäkelt hat. Am Ende Garn abschneiden und wieder verbinden. Unter diese 2 Faden. Durch mehrere Maschen so zusammen runterziehen, verknoten und dann abschneiden. Man kann Körbchen so lassen oder man kann auch Gesicht machen. Ich habe 2 Augen. Klar, Augen kann man auch häkeln, eine Reihe mit schwarzer Farbe. Diese Augen platziere ich bei der Reihe Nummer 12 zwischen Maschen. Also zwischen Augen sind 3 Maschen. Sieht das so aus. Sicherheitsaugen. Stecke ich durch. Hier drauf und drücken. Und zum Sicherheit kann man das auch verschmelzen lassen, damit das hält wirklich bombenfest. So, Augen sind fertig. Als nächstes mache ich Mund, also einfach Faden. Ich habe so einen Graufaden geholt, so dann ungefähr hier bis da wird Mund sein. Ich ziehe diese Faden hier erstmal durch. Klar kann man Wollnadel nehmen, geht auch. Dann soll das so runter gehen und dann so nach oben. Bei dieser Stelle auf die andere Seite erstmal. Und dann das so ein bisschen runterziehen und es soll auch unten fixiert sein, genau an dieser Stelle. Ziehe ich irgendwelche Ende raus. Dann rüber hier und wieder zurück. Also es wird dann praktisch so halten. Alles ein bisschen nachziehen. Bisschen ausrichten. Und dann auch von anderer Seite verknoten.
Wir machen auch mit mir 2 Herzchen für den Bäckchenhäkeln. Ich nehme einfachste dünne Wolle, lasse ich ungefähr 10 bis 15 cm Ende zum Annähen, Amigurumi-Ring, 3 Luftmaschen in diesem Ring, dann zweimal zweifache Stäbchen, dreimal einfachste Stäbchen, zwei Luftmaschen und häkeln wir jetzt spiegelverkehrt in diese Seite, 3 einfachste Stäbchen, zweimal doppelte. Am Ende 2 Luftmaschen und gehen wir runter in den Kreis, zieht man durch Kettmasche, durch diese offene und eine Luftmasche zum Verknoten, Ende festziehen und Herz ist fertig. Fixieren Sie diese Herzen mit einer Wollnadel oder mit Häkelnadel einfach an mehrere Stellen. Erstmal durchziehen. Zuletzt häkle ich noch die 2 Flügel. 17 Luftmaschen. Ich habe die 3 Maschen markiert, die erste und die letzte und genau die Mitte. Bei der ersten und bei der letzten wird Halbkreis sein und wir häkeln in einer Stelle 5 Halbstäbchen. Und als erste in dieser Stelle häkeln wir jetzt 3 Luftmaschen. Das imitiert erste Halbstäbchen und dann in die markierte Stelle häkeln wir noch 3 halbe Stäbchen. Also dann haben wir insgesamt jetzt hier 4 halbe Stäbchen und wenn kommen wir zurück, dann häkeln wir in dieser Stelle noch eine 5. So, nächste ist ein Stäbchen oder ein Faden nur. Die nächsten 3 sind doppelte Stäbchen. Nächste ein Stäbchen. Ein halbes Stäbchen. Eine Festmasche. In die markierte Stelle häkeln wir eine Kettmasche. Können Sie auch die markieren. Das ist die Mitte. Dann weiter, spiegelverkehrt, eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, ein Stäbchen, dreimal doppelte Stäbchen, ein Stäbchen, und in die markierte Stelle 5 halbes Stäbchen. Alles in einer Stelle.
Jetzt sind wir auf der anderen Seite schon und häkeln wir zurück genau dasselbe. Schauen Sie von unten, erstmal ein Stäbchen. Unter diese 2 Faden jetzt häkelt man. Dann 3 doppelte Stäbchen, ein Stäbchen, ein halbes Stäbchen, eine feste Masche, dann in diese markierte Stelle eine Kettmasche, und die letzte genau dasselbe, in spiegelverkehrt, eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, ein Stäbchen, 3-mal doppelte Stäbchen, ein Stäbchen, und diese 2 Faden, und allerletzte häkeln wir noch ein halbes Stäbchen in diese Öffnung. Schneiden Sie diese Garn ab, ziehen Sie Ende raus, hier unter die 2 Faden, Ende durchziehen und dann auf die Stelle bringen, wo es rauskommt. Drehen Sie rum, schauen Sie, wo genau das ist, und es ist abgeschlossen. Jetzt kann man das an die beliebige Stelle annähen. So ungefähr. Also ich mache hier in die Mitte so eine Schleife. Und damit kann ich dann auch fixieren. So. Schauen Sie ungefähr, welche Stelle das ist. Vielleicht mit Stecknadel fixieren und dann mit Häkelnadel oder mit Wollnadel durch mehrere Stellen hier. So ungefähr so, dann alles fixieren. Und das war's, mein Bienenkörbchen ist fertig. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Abonnieren Sie meinen Kanal, schreiben Sie mir einen Kommentar und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!